Guten Morgen und ein frohes Neues. Wir haben viel zu erzählen, es gibt wieder sehr viele Neuigkeiten bei Bitcoin und wir springen direkt rein ohne Umschweife, denn es gibt ein großes Thema, was viele Leute nicht auf dem Schirm haben aktuell, und das ist die Marktkapitalisierung von Stablecoins. Und aktuell ist die allein von Tether bei 186 Milliarden Dollar. Das ist auf jeden Fall ein Höchstwert, wie man hier auf diesem Chart hier erkennen kann. Wir haben hier einmal die Zeitspanne von quasi ganz Anfang an, 2015 bis heute. Und hier kann man sehr schön sehen, dass wir auf einem Punkt liegen, wo wir noch nie waren. Und hier haben wir eine insgesamte Marktkapitalisierung von 311 Milliarden Dollar. Und was bedeutet das aber für Bitcoin? Das bedeutet, wir haben so viel Geld im System auf der Blockchain direkt verfügbar wie noch nie zuvor. Das heißt, der Motor läuft, der Tank ist voll, aber wir sind im Standgas und der Markt hält im Prinzip den Atem an und alles wartet eigentlich nur auf den richtigen Moment, wann sie reinspringen. Warum geht der Großteil des Marktes noch nicht in Bitcoin rein? Das liegt natürlich daran, dass noch die Angst sehr groß ist. Wir sind also immer noch auf einem Fear and Greed Indexwert von 34. Wir sind zwar nicht mehr im absoluten Maximum Angstbereich, wie es jetzt noch vor ein paar Tagen war, Anfang Dezember, aber wir sind immer noch nicht ganz aus dem Gröbsten durch. Unter anderem liegt es auch daran, dass Gold und Silber sehr, sehr stark performt haben dieses Jahr und wir als Crypto Bros sozusagen dieses Jahr tatsächlich das Nachsehen hatten, sogar das Jahr hier mit einer bearischen Kerze geschlossen haben. Dementsprechend ist natürlich die große Frage, wird 2026 möglicherweise das Jahr für Bitcoin? Die Umstände könnten eigentlich besser gar nicht sein, allein wenn wir daran denken, wie die Adaption von Bitcoin immer weiter voranschreitet. Jetzt, wo in Amerika das Bitcoin immer weiter reguliert wird und sehr, sehr Bitcoin-freundlich auch die Regulierungen sind. Und es gibt noch einen weiteren Chart, den ich euch ganz gerne zeigen würde. Und zwar ist das der Gold versus Bitcoin Chart, auf dem man auch im Zeitverlauf sehr schön erkennen kann, was immer dann, wenn Gold stark angestiegen ist, im Vergleich mit Bitcoin passiert ist. Und hier kann man sehr schön sehen, dass wir hier schon mal einen großen Bullrun hatten mit Gold und danach dann eher eine Seitwärtsbewegung bzw. einen leichten Abwärtstrend. Und in der Zeit hat Bitcoin sehr, sehr stark performt. Das ist dann hier nochmal passiert, auch hier wieder starken Bullrun, dann seitwärts bzw. leicht negativ. Und währenddessen hat Bitcoin hier wieder extrem angezogen. Und jetzt stehen wir wieder vor einer solchen Phase. Gold hat extrem gut performt, ein neues Allzeithoch bei 4.100, inzwischen sogar etwas höher geschlossen und scheint momentan wieder in den Abverkauf zu gehen. Ob das jetzt nur eine kurze Korrektur ist oder nicht, das weiß man nicht, wird man noch sehen. Aber wenn wir uns anschauen, was in der Vergangenheit an diesem Punkt passiert ist. Jetzt könnte die Zeit gekommen sein, für Bitcoin wieder out zu performen. 2026 wird also extrem spannend. Und wie gesagt, Stablecoins noch nie so viel im System gewesen. Wenn diese Stablecoins auf der Blockchain liegen, dann ist es nur noch ein Klick sozusagen entfernt von, dass sie in Krypto reinwandern können und dort natürlich in erster Linie in Bitcoin. Das ist zumindest zu erwarten. Aber warum aktuell immer noch nicht groß gekauft wird, ja, das ist natürlich die Frage. Und wir sehen auch an den ETF-In- und Outflows, dass wir jetzt weiterhin rote Zahlen schreiben. Das heißt, auch im Dezember wurden weiter Outflows verzeichnet und über die großen ETFs Bitcoin verkauft, aber das liegt auch daran, dass am Ende des Jahres sehr, sehr gerne Gewinne mitgenommen werden und auch aus steuerlichen Gründen Leute dann rebalancen und möglicherweise ist das einfach nur diesem Effekt zu schulden. Das bedeutet, dass das eigentlich nicht als Crash gewertet werden kann, was wir aktuell sehen, sondern eher als die großen Hände sozusagen sortieren sich neu und Jahresanfang kann auch ganz anders wieder laufen. Deswegen müssen wir einfach abwarten, wie jetzt der Januar läuft. Wir haben auch ein großes FOMC-Meeting wieder. Darüber werde ich natürlich entsprechend berichten, wenn es soweit ist. Aber das ist dann erst Ende Januar soweit. Wenn wir uns hier dann einmal auch den Bitcoin-Chart nochmal ein bisschen näher anschauen, dann ist es echt so, dass wir momentan in einer absoluten Phase der Langeweile sind. Wir sehen eigentlich keine große Volatilität, also keine großen Sprünge nach oben und unten. Man könnte meinen, dass die Market Maker hier alles versuchen, dass der Bitcoin bloß nicht über die 90.000 beziehungsweise hier über diese 94.000 Dollar kommt. Und jeder Pump wird hier wirklich aggressiv wieder abverkauft und wir schaffen es einfach nicht, einfach mal rauszukommen aus dieser Phase. Deswegen fühlt sich der Markt einfach extrem langweilig und zäh
und dröge und einfach frustrierend an. Und das ist natürlich Absicht, denn wir sollen momentan auch wahrscheinlich daran gehindert werden, dass wir hier möglichst günstig einkaufen. Das heißt, die Leute sollen aus dem Markt herausgescheucht werden oder herausgeekelt werden. Und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr Bitcoin langfristig halten möchtet, und das ist natürlich keine Finanzberatung, aber dann lasst euch nicht von diesen Bewegungen hier abschrecken. Jeder Dip ist eigentlich immer noch eine Kaufmöglichkeit. Allerdings sollte man natürlich trotzdem davon ausgehen, dass wir hier nochmal tiefer gehen können und diese 80.000 nochmal anlaufen könnten. Aber bevor das passiert, rechne ich damit, dass wir nochmal hier oben in den oberen Bereich rein müssen. Und ja, deswegen bitte, wenn ihr tradet, achtet darauf, kauft nicht in diesem mittleren Bereich, sondern kauft hier oben oder hier unten, je nachdem, in welche Richtung ihr sozusagen tradet. Aber wie gesagt, keine Finanzberatung. Trotzdem möchte ich euch daran erinnern, wenn alle zweifeln, wenn alle Leute denken, Bitcoin ist tot, Krypto ist tot, der Markt ist tot, alles ist vorbei und es macht gar keinen Sinn mehr, weil es ja sowieso nur noch manipuliert wird und wir eigentlich nur noch abverkauft werden, beziehungsweise von den Market Makern alles manipuliert wird. Das ist genau der Moment, an dem man eigentlich wieder anfangen sollte, wieder etwas bullischer zu werden, wenn man einen langfristigen Plan verfolgt, was Bitcoin angeht. Und wir haben es schon so oft gesehen, dass der Markt Leute einfach so derart frustriert, dass sie keine Lust mehr haben und dann kommt immer der große Move, dann kommt wieder die große Bewegung und ich will nicht hier jetzt sagen, dass wir demnächst wieder ein neues Allzeithoch sehen oder dass wir hier auf jeden Fall wieder hoch auf die 100.000 gehen, das sage ich nicht. Ich sage nur, dass in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, dass wenn der Markt genau so performt hat wie jetzt und uns nur auf die Schnauze gegeben hat, dann war es in der Regel so, dass wir, wenn die Leute erstmal raus waren, die großen Institutionen nachgekauft haben und das sehen wir auch, dass das passiert aktuell und dann hat der Markt wieder große Bewegungen gemacht. Deswegen, ich würde mich davon jetzt nicht verängstigen lassen. Wir haben es schon sehr, sehr oft gesehen und auch wenn wir, wie gesagt, nochmal tiefer laufen, jeder Dip, der wirklich tief geht, ist eigentlich ein Geschenk langfristig, wenn man an Bitcoin glaubt und deswegen ja, so viel dazu. Schaut einfach hier bei mir vorbei. Ich werde euch jeden Tag über genau diese wichtigen Zahlen hier informieren. Denn wenn erstmal wieder der ETF-Fluss dreht, wenn die Stablecoins wieder anfangen, in Krypto, in Bitcoin reinzufließen und wie gesagt, das Geld ist da, es liegt an der Seitenlinie und zwar mehr als je zuvor, dann werden wir auch wieder sehr, sehr starke Bewegungen sehen und wir beobachten das hier ganz genau jeden Tag. Deswegen lasst mir sehr, sehr gerne einmal ein Abo da. Wir machen immer noch unser 1.000 zu 10.000 Dollar Challenge. Unser Kontostand beträgt jetzt in diesem Augenblick 1.620 Dollar. Das heißt, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, die 2.000 Dollar bald zu knacken. Wir machen noch sehr konservative Trades. Wenn ihr uns dabei begleiten möchtet bei unserer Challenge, dann folgt uns gerne einmal rein. Auch gerne auch bei TikTok. Dort gehen wir sehr, sehr oft live. Machen noch Live-Trades. Aktuell gibt es einen Trade, den ich hier in meiner Liste habe, und zwar ein Gold-Short, also kein direkter Crypto-Trade, aber ich kann auf BitUnix auch Gold traden und wir sind hier momentan mit 35 Dollar im Plus. Das ist ein 20x Short, dementsprechend 48% im Plus. Ich werde diesen Short weiterlaufen lassen. Allerdings auch, wenn er jetzt hier doch wieder hochlaufen sollte und wir doch wieder höher gehen bei Gold, dann werde ich natürlich erstmal abwarten und vielleicht mit kleinem Gewinn rausgehen und dann schauen, wann ich wieder einsteige. Ich bin aber der Meinung, dass Gold hier wahrscheinlich seinen Top gebildet hat oder kurz davor ist und dementsprechend sehe ich bei Bitcoin auch möglicherweise eine Bodenbildung hier. Das werden wir alles weiterverfolgen. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns hier beim nächsten Video. Ich freue mich sehr. Denkt immer dran, Bitcoin muss gar nichts, kann aber alles. Bleibt profitabel und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.